Okay, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann möchte ich mit euch mal ganz kurz das Thema Spam durchgehen, wie man denn zu Spam kommt und was man denn dagegen tun kann. Und auch über die rechtlichen Grundlagen bei ausländischen Anbietern wie zum Beispiel Amerika und wenn es ein DSVGO-konformer Betrieb ist, wo du dich mal angemeldet hattest oder von dem du zugeschrottet wirst. Fangen wir mal in der EU an. Weg Nummer 1, um Spam-Mail aufkommen zu kommen, ist einfach, ihr habt mal ein Konto eingerichtet, in dem Fall war das hier Brevo, ein Newsletter-Versender, also eine Firma, wo man seine Newsletter verteilen konnte. Die wurde dann allerdings übernommen von einer anderen Firma, ist aber nach wie vor noch in der EU ansässig. Bei der Übernahme damals habe ich mein Konto gelöscht. Ich habe die Kundenbeziehung beendet, weil ich diese horrenden Preise nicht bezahlen wollte. Mittlerweile hat es auch nichts mehr anscheinend mit Brevo und ehemalig Sendblue zu tun, auch wenn das formale Sendblue hier noch drin steht. Und ihr seht, die neue Adresse habe ich hier mitgeteilt bekommen, ist Paris. Die E-Mail-Adresse ist hier Finanze Enterprise, also das ist entweder der Laden, der es übernommen hat, oder die Firma, die versucht euch dann irgendwelche Kryptos abzuzocken, keine Ahnung. Ist mir auch egal, ich will damit einfach nichts mehr zu tun haben. Und sie teilen alles mit und siehe da, ich habe wieder eine Kundennummer. Also meine Daten wurden damals nicht gelöscht, obwohl ich auf mein Recht bestanden habe, vergessen zu werden. Das Recht vergessen zu werden ist eine Maßnahme, die du einfordern kannst. Das heißt, sie sind verpflichtet, deine Daten zu löschen. Was ein bisschen strittig ist, sind buchhalterische Daten zum Beispiel oder Daten, die eine gewisse Aufbewahrungsmindestpflicht haben. Da gilt allerdings wiederum laut dem Bundesdatenschutzbeauftragten das Anonymisieren. Dann müsste es anonymisiert werden. Aber das macht wohl irgendwie kein Mensch. Tja, zu gut Deutsch, die E-Mail-Adresse ist jetzt wieder in Betrieb. Sie hatten sie noch und sie schrotten mich wieder zu. Ich habe denen auch geschrieben, ich will das nicht. Ich kann das nicht auf denen ihrer Webseite löschen. Hier mal ein Musterunternehmen und eine super Webseite. Wir gehen hier mal auf Tutorials. Safari kann die Seite nicht öffnen. Das gleiche bekomme ich bei Support Team. Seite nicht öffnen. Dann die Anti-Spam-Richtlinie, die finde ich sehr nett, dass sie das reingeschrieben haben. Kann man auch nicht aufmachen, tut mir leid. Und die AGBs, die gehen auch nicht. Also diese Firma ist wohl ein Schrotthaufen sondersgleichen. Man kann die E-Mail dahin schicken, du bekommst keine Antwort. Das ist einfach so, damit musst du leben. Dann haben wir den noch, dann haben wir hier mal zum Vergleich Canaan. Canaan ist ein Mining-Hardware-Hersteller, dasselbe Problem. Ich habe ein Konto aufgemacht, leider sind die Konditionen für mich nicht ein Vorteil. Aber will damit mein Konto einfach wieder löschen? Geht nicht, kann ich nicht. Also habe ich die auch mehrfach angeschrieben und ja, die haben wir auch nicht, machen wir nicht. Wenn ihr solche Leute anschreibt, dass ihr da raus wollt aus den Listen, ob die E-Mail beantwortet wird oder nicht, oder wieder zurückkommt als unzustellbar, weißt du ja nicht. Dann hast du eigentlich nur eine Chance, dass du hier wirklich alles an Daten rausnimmst. Das kannst du noch drin stehen lassen als Gehässigkeit. Nach dem Motto, ich habe noch ganz andere Nummern, aber die kriegt ihr nicht. Aber wie gesagt, du kommst auch nicht raus. Und es ist nur eine amerikanische Firma, also in Kanada ansässig. Und also eine kanadische Firma. Nicht, dass mir da wieder einer mit der Goldwaage kommt. Ich sage einfach mal, eine gute Firma hat im Kundenportal das drin, in der Kontoverwaltung, dieses Konto löschen. Ich weiß nicht, was die Firmen damit ein Problem haben, ihre Kundenzahlen künstlich oben zu halten, um irgendwelche Kredite von irgendwelchen Banken zu bekommen, nur damit sie dich unrechtmäßig mit irgendeiner Werbung zuschrotten dürfen. Und nichts anderes ist Spam. Dann haben wir Spam-Mails, die kommen von irgendwoher. Ich habe oft die Frage dazu, woher haben die meine E-Mail-Adresse? Du bekommst jetzt also von, wie nennen wir es denn, du bekommst jetzt dann einfach von hamsternuggets.de oder hamsternuggets.com auf einmal E-Mails. Das gleiche auch von Dr. Hoffmann Financial Service, die in deine Bitcoins dran wollen. Woher haben die meine E-Mail-Adresse? Das ist ganz einfach. Ihr tragt euch irgendwo auf irgendwelchen Nicht-Firmenseiten mit eurer E-Mail-Adresse ein. Oft wird euch ein Newsletter vorgeschlagen, die man dann einfach anklickt, weil man es nicht liest, was man anklickt.
Man bestellt mal bei irgendwelchen kleinen Shops und schon wird die E-Mail-Adresse weiterverkauft. Und wenn man einmal die E-Mail-Adresse in so einem Listing drinnen hat, dann kommst du da auch schier nicht mehr raus. Dann kannst du eigentlich wirklich sagen, E-Mail-Adresse zumachen und eine neue E-Mail-Adresse anlegen. Was ein guter Dienst ist, das habe ich auch bei Morpheus schon mal gesehen. Das ist auch ein sehr guter YouTube-Kanal. Der hat das Inkognito. Das sollte sehr gut sein. Das ist ein Service, der euch aus solchen Sachen rausklopft. Und auch schon von anderweitigen YouTuber-Kollegen gehört und im Gespräch darüber gestolpert. Ich persönlich habe den jetzt noch nie ausprobiert. Aber der soll wohl sehr gut sein. Mit dem könnt ihr euch da auch schon mal behelfen. Das soll sehr viel bringen. Dann zeige ich euch jetzt mal Canaan. Das ist also wie gesagt ein namhafter Hardwarehersteller für Mining-Software. Das ist eine Seite, eine Firma, die registriert ist und einwandfrei funktioniert. Was die jetzt für ein Problem haben damit, ein Benutzerkonto zu löschen, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall, ja, will man nicht, kann man nicht, ne? Kriegt man nicht raus. Und hier seht ihr auch schon wieder, mein Mac hängt. Die Seite blockt auch schon wieder, also weg damit. So kommt ja auch dazu. Musterhaft. Musterhaft muss ich jetzt leider loben, eBay Kleinanzeigen. So gehört das. Bei eBay Kleinanzeigen kann ich an mein Benutzerkonto gehen, kann sagen, mein Konto löschen. Ich habe auch hier oben drin steht diese E-Mail in einer Liste und ich habe hier auch hier Abo beenden. Das ist auch bei mir in meinem Newsletter. Wenn du jetzt meinen Newsletter bestellst, den musst du bestellen. Ich werde den nicht einfach zuschicken, nur weil ich deine E-Mail-Adresse habe. Weil ich es nicht möchte, ich finde es nicht richtig. Das heißt, wenn du den haben willst, kannst du den bestellen und dann heißt das bei dir genauso da oben drin stehen. Diese E-Mail ist von einer Mailingliste und du hast genauso drin stehen, Abo beenden. Wenn ihr das Abo beenden macht, müsst ihr natürlich die ganzen Mails aus eurem Posteingang noch rauslöschen. Das gehört einfach dazu. Aber wie gesagt, hier eBay Kleinanzeigen, dickes Lob, super Seite. Benutze ich allerdings nicht mehr, weil man sich von Thailand aus nicht mehr anmelden darf. Gut, dann kommen wir mal zu dem Punkt, wie sage ich jetzt in meinem System, das ist Spam-Mail oder sonst irgendwas, ich benutze jetzt meine Spam-Filter. Okay, dann widmen wir uns mal dem Teil, wie bringe ich jetzt mein System bei, was ist Spam, wo konnte ich mich nicht abmelden, was kriege ich immer noch zugeschickt und will ich nicht haben. Dafür gibt es zu jeder E-Mail-Adresse auch die sogenannten Spam-Ordner. Ist bei mir jetzt leer. Da gibt es auch wieder so die unterschiedlichsten, wie soll ich sagen, Versionen, wie man einen Spam-Ordner verwaltet. Die einen sagen, man soll die Nachrichten drinnen lassen, damit der E-Mail-Client weiß, das ist Spam. Die anderen sagen, man soll das Zeug löschen, weil es geht eh nur auf den Keks. Es ist teilweise Schadsoftware dabei oder Phishing-Zeug, man soll das einfach rauslöschen. Was jetzt auch die Methode ist, die ich präferiere, ich habe einfach meinen Spam-Ordner immer leer. So, wie verwalte ich jetzt aber das, was Spam ist? Das mache ich jetzt mal zur Freude aller mit Google. Apple hat genau dasselbe System, bloß bei Apple läuft es nur über Kontakte, da wird es gespeichert. Und wir fangen jetzt einfach mal mit Google an, euch das System zu erklären. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine E-Mail, da habe ich jetzt hier auch zum Beispiel den Link drin, den ich vorhin erwähnt habe, abbestellen. Ne? Das ist schon mal ganz wichtig für uns. Dann könnte ich das natürlich löschen, als gelesen markieren oder zurückstellen. Will ich alles nicht, ist nicht mein Ding. Gucke ich mal hier oben nach. Da habe ich es auch nicht dabei. Das ist nämlich jetzt so ein bisschen das Knifflige. Man muss diese E-Mail einfach aufmachen. Also in der Regel kann dann nichts passieren. Solange jetzt hier keinen Link anklickt, wenn es ein Phishing ist oder sowas oder eine bösartige Datei angehängt ist. Einfach hier in dieser E-Mail nichts anklicken, dann ist es okay. Dann kannst du hier auf Mehr gehen und hier ist dann das Blockieren. Das heißt, bei Google ist es so, wenn ich den jetzt blockiere, dann gibt es keinen Spam-Filter, gibt es auch keine Spam-Nachricht, die ihr noch irgendwie seht, sondern der Absender wird definitiv einfach blockiert. Kiste aus. Der kriegt auch keine Rückmeldung darüber, sonst das Ding landet einfach in Nirvana. Hast natürlich keinen Überblick, wem du jetzt da welche E-Mails rausgeschossen hast. Aber wie gesagt, es wird personenbezogen gesetzt. Du kannst es in den Einstellungen jederzeit gucken, wen habe ich alles blockiert. Wenn einer sagt, ich habe dir eine E-Mail geschickt, hast du die nicht gekriegt, schau mal in einem Spam-Ordner nach. Das ist der neue Trick. Dann einfach mal unter Kontakte gucken, ist der vielleicht blockiert. Dann hat Google hier eine Liste, die Funktion finde ich sehr gut. Spam melden, Publishing melden, kann man machen.
dann landen diese Mails auch automatisch im Spam-Ordner und im Spam-Eintrag. Das Manuelle, was es früher gegeben hat, hier zu Spam hinzufügen, habe ich hier nicht mit drin stehen. Mir bleibt also quasi jetzt nur die direkte, komplette Blockierung. Okay? Gleiches System habe ich auch bei Apfel. Gesendet. Ich nehme jetzt mal hier Kanal. Dann kann ich hier auf E-Mail gehen und kann sagen, hier heißt es einfach in Spam bewegen. Dann ist das in Spam drüben und Apple trägt das auch irgendwie, verfolgt das irgendwie nach und wertet das wohl irgendwie mit, um Spam zu bestimmen, wenn der Kontakt nicht in eurer Kontaktliste gespeichert ist. Das heißt, sprich, bei Apple läuft es fast genauso wie bei Google. Bei Apple kommt die E-Mail rein, dann sagt Apple erst einmal, habe ich den unter Kontakte? Dann sagt dein System, ja, habe ich unter Kontakte, dann ist es kein Spam. So, jetzt habe ich den nicht unter den Kontakten drin, dann bewertet Apple selber, was ist drin in der Nachricht, wie ist sie aufgebaut, hat er vielleicht schon mal in Spam bewegt worden und ordnet das dann zu, ob das dann Spam ist. Auch hier ist wichtig, ich kann auch hier Kontakte direkt genauso wie bei Google blockieren. Wenn ich sie blockiere, landet alles, was von denen kommt, generell irgendwo im Nirvana. Du siehst es nicht im Mülleimer, du kriegst es nicht unter gesendete Objekte rein. Gesendete Objekte, Entschuldigung. Du kriegst es nicht unter Spam-Mails rein. Es kommt einfach nicht an, wenn die Person blockiert ist. Gut. Es gibt noch eine weitere Lösung für alle die ein Pi-Hole betreiben. Wenn ihr da einen Spammer habt, dann könnt ihr einfach hergehen und könnt diese E-Mail-Domain, also zum Beispiel gesendet, bleiben wir mal hier bei Brevo noch einmal hin. So, da habe ich auch die E-Mail-Adresse schon dabei stehen. Hier, finalenterprise@brevo.com. Da mache ich einfach im Pi-Hole die Domain brevo.com und blockiere die. Dann kommt alles, worauf ich zugreifen will von der Webseite, ist gesperrt und inklusive der E-Mail-Domain ist auch gesperrt. Das heißt, nach dem Pi-Hole-System wird das alles dann umgeleitet auf den DNS 0.0.0.0.0 und 00 und bei dem WC ist alles okay. Da haben wir den blöden Spruch auch mal wieder weiter. Also wie gesagt, da könnt ihr es noch unter Pi-Hole blockieren. Achtet einfach drauf, wo ihr eure E-Mail-Adresse eingebt. Vorsichtsmaßnahmen kommen wir jetzt einfach mal. Das ist ganz wichtig. Wo hinterlasse ich meine E-Mail-Adresse? Wo melde ich mich mit dieser E-Mail-Adresse an? Denn da ist immer der Knackpunkt, verkauft diese Firma deine Daten weiter. Hält sich an die DSGVO? Wahrscheinlich nicht. Wird nach außen groß aufgepusht und gestärkt und wir haben. Aber im Endeffekt, Trick, den man machen kann, ist, man macht sich eine E-Mail-Adresse, die man exakt nur dafür hernimmt, dass man sich jetzt zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen anmeldet. Wobei das ist jetzt wirklich eine gute Firma, kann man jetzt nicht sagen, die müllen einen nicht mit täglich irgendwelchem Schrott zu. Meistens sind das dann so Finanzdienstanbieter wie Wall Street Journal oder sonst irgendwelche Sachen. Die blocken einen dann jeden Tag mit dem Müll zu und du kommst aus der Liste nicht raus. Denn wenn du eine temporäre E-Mail-Adresse hast, die du nur für solche Anmeldungen verwendest, kannst du die löschen und kannst dich einfach wieder da neu anmelden, wo du das Zeug haben willst und den Rest kannst du wieder vergessen. Und die Adresse, die du hast, die bestehende, die du jetzt schon verwendest du als deine private, die gibst du nur deinen Freunden, Bekannten. Die kannst du bei Google angeben, wenn du ein Android-Handy hast, die kannst du bei Apple angeben, wenn du Apple-Geräte hast, für die Apple Cloud. Bei Microsoft kannst du sie auch angeben, da würde ich persönlich gar nichts angeben, aber das ist eine andere Geschichte, kann man sie auch angeben. Das sind sichere Anbieter. Otto.de, schönes Versandhaus, Amazon.de, kannst du deine eigene E-Mail-Adresse verwenden. Aber Firmen, die du nicht kennst, die fadenscheinig sind, verwende einfach eine zweite Fake-E-Mail-Adresse. Was die können, kannst du doch auch machen. Und wenn dann zu viel Schrott kommst du dann nicht mehr rauskommst und den Überblick verlierst, dann löscht du diese E-Mail-Adresse, machst du eine neue und meldest dich einfach bei den Anbietern, wo du die Informationen haben willst, erneut einfach an. Beziehungsweise meldest die dann vielleicht mit deinem privaten Account an, weil du weißt, die sind okay. Für die Apple benutzen, mit Apple Cloud Plus, also den erweiterten Speicherplatz für die Cloud auch, der hat den Vorteil, er kann verdeckte E-Mail-Adressen einfach anlegen. Das heißt, du hast unter macOS einfach die Möglichkeit, dir für jeden
Hinz und für Kunz eine eigene E-Mail-Adresse anzulegen. Das ist dann eine Fake-E-Mail-Adresse, die erreichbar ist. Da kann derjenige sein Zeug hinschicken. Die wird auf deine iCloud-E-Mail-Adresse umgeleitet. Da bekommst du sie dann. Du kannst auch darauf antworten und alles. Und wenn du das nicht mehr haben willst, dann kannst du einfach die Adresse löschen. Ja. Das ist bei Apple dann wiederum ein bisschen einfacher. Also wie gesagt, da einfach die Funktion verdeckte E-Mail-Adresse verwenden. Das soll es jetzt eigentlich auch für dieses Video schon gewesen sein. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen was gebracht. Allgemeiner Überblick zum Thema Spam. Woher du sie kriegst, wie du sie abbestellen kannst, wie du ihr weiterhelfen kannst mit Spam-Markierung und so weiter. Und welche Vorsichtsmaßnahmen du treffen kannst. Soll dir das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich produziere diese Videos natürlich in meiner privaten Freizeit mit meinem privaten Equipment. Wenn dir das gefällt, was ich hier tue und den Kanal unterstützen möchtest, findest du Spendenlinks am Ende der Videobeschreibung. Ansonsten solltest du weitergehende Probleme haben, Hilfe oder Beratung benötigen, was deinen PC, dein Netzwerk, dein Computer, dein Notebook und so weiter betrifft, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Erstes Beratungsgespräch ist immer kostenlos. Kontaktformular verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Dort wirst du geholfen für 25 € die Stunde. Ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösen. 25 € die Stunde gegen Rechnung. Und gut ist die Sache. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.